wer den Trail liebt, wer schnelle Abfahrten liebt, der wird dieses Bike auf jeden Fall zu schätzen wissen und bei einer Probefahrt total begeistert sein, wie agil und flexibel dieses Bike als EMTB sein wird. Hi, ich bin's Micha vom Dürr E-Bike Shop und ich stelle euch heute das Trek Fuel EXE vor. Beim Fuel EXE handelt es sich um ein EMTB, vor allem ein Light EMTB, denn viele von euch kennen es. Im Uphill möchte man zwar eine gute Unterstützung haben, aber im Downhill fehlt den standardisierten E-Bikes der letzten Jahre einfach die Leichtigkeit und das agile Handling. Hier hat Trek genau diese Lücke zwischen normalem MTB und einem schwereren EMTB mit großer Akkukapazität und möglichst viel Reichweite im Grunde gefüllt und hat ein wirklich leichtes Rad auf die Füße gestellt. Ihr habt hier ein Systemgewicht bei Rahmengröße M von genau 19,5, 19,8 Kilogramm. Das Fuel EXE ist zugelassen bis 136 Kilogramm Gesamtgewicht. Es kommt auch in 2 Rahmenvariationen, nämlich einem Carbonrahmen oder einem Alurahmen, sodass jeder von euch je nach Präferenz auch hier freie Wahl hat. Das Fuel EXE, wo kommt die Leichtigkeit her? Natürlich, der Motor ist ein bekannter bayerischer Motorhersteller, nämlich die Firma TQ, die hier mit dem HPR 50 einen wirklich super kompakten und mit 50 Newtonmeter wirklich krafttechnisch ausreichenden Motor geschaffen hat. Die 50 Newtonmeter werden gefüttert von einem 360 Wattstunden Akku, der auch wirklich für lange Anstiege geeignet ist. Der Akku, sollte er mal nicht reichen, ist natürlich jederzeit ergänzbar durch einen Range Extender Akku mit nochmals 160 Wattstunden Akkukapazität. Das Fuel EXE wird geladen, dann auch der Range Extender Akku ansteckbar hier oben über die Ladekappe am Unterrohr, die hier super abgedeckt ist durch eine Gummiabdeckung, sodass auch der Range Extender Akku immer montiert und demontiert werden kann und das relativ schnell und einfach geht. Das Fuel EXE ist ein Bike, was euch unterstützt mit 150 mm Federweg in der Gabel und 140 mm Federweg im Dämpfer. Das gezeigte Modell, das ist hier Ausstattungsvariante 9.5. Es gibt noch viele andere, die sich vor allem im Schaltungsbereich, Bremsbereich, Lenkervorbauten komplett aus Carbon und anderen Ausstattungsdetails unterscheiden. Die gezeigte Ausstattung 9.5 kommt mit einer 12-Gang Shimano Deore Schaltgruppe und einer Bremsanlage, hier in diesem Fall eine Vierkolbenanlage von Tektro mit 203 mm Durchmesser in den Bremsscheiben, so dass ihr auch wirklich auf dem Downhill im Trail wirklich dann auch ausreichend Bremsleistung habt und mit dem Bike jederzeit gut und sicher zum Stehen kommt. Die 29er Bereifung sorgt natürlich auch hier dafür, dass ich einen großen Überrollumfang habe und hier auch wirklich steilere Passagen, Wurzelstrecken gut meistern kann. Das Bike kommt natürlich fully typisch mit einer Vario-Sattelstütze, so dass auch hier im Trail, aber auch auf längere Strecken einfach diese Vario-Sattelstütze zum Einsatz kommen kann und ihr so sicher und gut fahren könnt und auch auf dem Trail ausreichend Beinfreiheit habt, um dann auch mal Sprünge oder andere Passagen zu meistern. Zur Bedieneinheit des Fuel EXE. Ihr seht schon, das Cockpit ist super aufgeräumt, denn das Bike hier soll sich wirklich auf das Radfahren konzentrieren und nicht wie bei EMTBs häufig typisch große Remote-Taste, großes Display, alle Funktionen von Außentemperatur über Navigationsfunktionen. All das ist hier nicht der Fall, sondern dieses Rad konzentriert sich aufs Wesentliche, nämlich nochmal aufs Radfahren und legt seine Präferenz wirklich in ein gutes Handling, aber auch wirklich dann im Uphill die Motorunterstützung. Das Cockpit ist sehr clean gehalten. Ihr habt auch zum Bedienen einen ganz einfachen, schlichten Remote-Taster mit 2 Tasten nach oben, nach unten. Und hier könnt ihr auf dem ins Oberrohr eingelassenen OLED-Display wirklich die notwendigsten und wichtigsten Funktionen ablesen. Akkustand, Unterstützungsstufe. Ihr könnt wählen zwischen Eco, Tour oder dann der höchsten Unterstützungsstufe. Also ich habe 3 Unterstützungsstufen hier, die ich dann auch jederzeit ablesen kann. Ich sehe meine Reichweite, welche Strecke kann ich mit diesem Bike noch zurücklegen und somit bin ich auch wirklich gut informiert. Kann aber sogar, wenn ich das möchte, das Display auch im Fahrbetrieb ausstellen, sodass es nur bei Tastendruck wirklich nochmal aktiviert wird und ich mich auch beim Fahren aufs Wesentliche hier konzentrieren kann.
TQ bietet Folgendes: Ihr könnt euch mit einer kostenlosen Handy-App auch mit eurem Bike verbinden und könnt all diese Fahrstufen nochmal bis ins kleinste Detail einstellen. Ich kann also variieren zwischen 25 bis zu 200% Unterstützungsleistung und kann so wirklich das Rad meinen Fahrgewohnheiten, meinen Wünschen anpassen und kann so wirklich das Rad auf mich persönlich abstimmen. Wenn ich euer Interesse für das Bike geweckt habe, kommt gern bei uns vorbei. Wir haben diverse Farben und diverse Modelle auf Lager. Schreibt eure Fragen gerne auch in die Kommentare, schreibt uns eine Mail oder ruft auch an. Ich freue mich drauf.